Da, jetzt ist die Kamera da. Sehr schön, Leute. Sehr gut. So, hier ist das Material. Das Schwedische, da das Deutsche. Hier ist die Blue Ball, da ist die Feinwaschrinne. Und ich denke, ihr habt jetzt heute auch ein viel besseres Bild. Bleibt mal hier dran. Sieht auf jeden Fall viel, viel besser. Und der Stream geht heute auch, weil das Gewächshaus wird umgebaut, die Pflanzensaison geht los. Und zum Abschluss waschen wir hier nochmal hardcore-mäßig 12 Stunden. So, jetzt das andere Handy. Zack. Zack. Na komm schon. Mal gucken, was die Leitung sagt. Internetverbindung ist auch nicht so dolle. Schlechtes Wetter, WLAN-Empfang. Aber wir geben unser Bestes, Männer. Wir geben unser Bestes. So. So. Dann schauen wir mal, dass wir die Kamera 2 in Gang kriegen. Et voilà. Wo bist du, Kumpel? Okay. Dann starten wir. Die Schaufel geht raus. Und wir legen gleich los und füttern die Rinne mit dem 120 Plus Material. So. Das war das hier von letztem Mal. Ist jetzt schön trocken. Haltet mal in die Kamera. Und davon geht jetzt der erste Löffel 120 Plus. Über 120 Mikron, weil das ist ja noch im Netz drin, geht jetzt in die Waschrinne. We are sluicing. So. Let it run. Okay, das läuft. Kamera 2 will heute nicht. Okay, wir schauen nochmal die Einstellung an. Komm schon. NA. Genau. Okay. Probieren wir nochmal den Hintergrund-Trick. Vielleicht kommt sie dann. Nee. Okay. Verstehe ich zwar nicht. Dann machen wir heute mit 2 Kameras weiter. Kein Problem. So, jetzt nochmal. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Die Technik steht. Heute herzlich willkommen zum 12 Stunden Livestream. Heute wird richtig durchgezogen. Alle 3 Stunden gibt es ein neues Thema. Bleibt dran. Es wird abwechslungsreich. Wir starten jetzt mit dem ersten Thema, die Siebung, die 120 Mikron. Waschen wir jetzt erstmal durch die Rinne durch und schauen mal, was davon noch übrig bleibt. Also bleibt gespannt, genießt die Zeit und schreibt gerne einen Kommentar rein, ob der Sound gut ist, ob ihr mich gut hört, alles super ist. Schau mal selber hier kurz, mach mal den Ton an. Ja, super, sehr schön. Alright, dann starten wir. Herzlich willkommen zum Livestream. Und zwar schalten wir mal hoch.
tolle Ding. Okay, so. Die ersten 17 Minuten laufen, die Rinne läuft. Das Licht ist, denke ich mal, gut. Also ich sehe es ja selber schon auf meinem kleinen Monitor hier gut. Ich denke, ihr seht es hoffentlich auch. Die Kamera will heute nicht. Wir probieren nochmal Trick 17,5. Und zwar, zack, zack. Jo. Alright. Da ist er. Jetzt nochmal mit den Einstellungen. Zack. Da ist sie wieder weg. Okay. Ne, da haben wir sie. Super. Baker 11117. Kamerasystem ist aktiviert. 3 Kameras. Männer, heute geht hier die Post ab. Jetzt bin ich richtig warm. Die Kameras laufen. Mit Internet beißt. Ich switche mal die Kameras, damit ihr auch mal seht, was hier überhaupt Sache ist. Wir haben hier Licht-Setup aufgestellt. Hier werden wir die Pfannen nachher hinstellen, damit ihr das auch genau seht. Wir sind hier voll im Lichtmodus. Wir können hier alles beleuchten. Heute wird hier goldig, Männer. Das Technik-Setup. Wir sind nochmal durchgedreht. Wir haben noch mehr Steckdosen. Hier ist alles völlig mehr Technik wie auf dem Space Shuttle. Wenn wir heute den Jolt finden, verkaufe ich das Jolt, das Kupfer aus dem Kabel. Steigt ja auch. Wie sieht's aus mit anderen Edelmetallen? Kupfer, Gold. Wart ihr schon mal suchen? Ihr seht, wie sich die obere Sandschicht löst und wir das freispülen über die Riffel. Macht mal hier unten, dass ihr das seht. Direkt live. Über die Riffel freispülen. Ist heute ein bisschen windig in Berlin. Da seht ihr schon, wie der Black Sand Anteil zum Vorschein kommt. So, frisches Wasser. Nochmal schütteln. So wiederholen wir das immer wieder. Das ist jetzt nur einmal eine Testpfanne, damit ihr seht, wie wir nachher welche Siebungen durcharbeiten. Und nebenbei kriegt die Rinne auch noch mal ein bisschen Futter. Wir wollen ja hier heute waschen. Und im Sand spielen. So, selbst gleich noch ein Brett. Das ist der Geruch vom nassen Quarz und Erfolg. Riecht ihr das? Ich kenne keinen Schmerz, ich kenne nur den nächsten Flitter. So, Männer, Attacke. Jetzt, heute ist hier richtig geil. Jetzt sieht die Sonne auch noch auf. Ist ein super Tag. Wir tappen die Pfanne durch, lassen es ruhen und kippen wieder leicht ab. Live vor Ort, Planning for Beginners. We do Microgold Mining. Ihr seht immer mehr, wie der Black Sand zum Vorschein kommt und auch schon die ersten Glitzer. Halt mal ganz nah ran. Da unten in der Ecke müsste jetzt schon ein bisschen was glänzen. Da gehen wir jetzt wieder in die andere Kamera und schauen uns das mal im Nahen an. Und dann waschen wir weiter. Ein Warrior macht keine Pause, er macht Fortschritte. 12 Stunden sind erst der Anfang, Männer. Der Plan ist, weil ich muss ja auch bald wieder arbeiten, der Plan ist, dass ich alle 2 Wochen 2 Stunden online gehe, live. Und dann können wir immer verschiedene Themen hier behandeln, machen, tun. Und dann geht's los. Kurz noch warten, bis die Kamera da ist. Baker 11117, Kamera ist am Start. Ein echter Warrior kennt keinen Schmerz, er kennt nur den nächsten Flitter. So, und damit ihr das auch live mitbekommt, in guter Qualität, werde ich jetzt hier an dem Assistenzplatz mit der Snifferbande arbeiten. Aber vorher trinke ich erstmal einen Schluck und fütter die andere Rinne nochmal mit dem 120 Plus Material. So.
Immer ein Esslöffel so alle 10 Minuten ist eine gute Taktung, damit die Rillen sich auch richtig freispülen können. Gerade mit dem Mikrogold und. Genau. Da muss man sich dann Geduld und Zeit nehmen und das durcharbeiten. So. Hier übrigens ist noch der Rest aus der Tuppe von letztem Mal. Das schauen wir uns auch noch mal genauer an und wird auch noch mal durchgespült. Letztes Mal war ein bisschen zu wild. Da sind die Rinnen hier unter Volllast gelaufen. Das hat die gerumpelt in der Bude. Ich war auch ein bisschen aufgeregt und habe die Rinne auch teilweise zu schnell befüllt. Zeit ist der Feind beim Goldwaschen. Wenn du keine Zeit einplanst, dann wird es nicht. Deswegen heute 12 Stunden mehr Live-Action. Goldwaschen aus der Hauptstadt. So, ich nehme euch einfach mal kurz einen Löffel rein. Et voilà. Habt ihr auch zu Hause schon mal Gold gewaschen? Mikrogold generell? Schreibt mal rein. Und wenn ihr cool seid, lasst ein Like da. Oder ein Abo. So. Die Rinne geht weiter. Die Rinne wäscht. Fließt gut. Sieht alles gut aus. Was sagt die Uhrzeit? 8:46 Uhr. Die ersten 45 Minuten sind um. So. Und ich streame wieder Mittwoch, damit ich das morgen schön schneiden kann für das Wochenende. Wie haben euch die anderen Teile gefallen? Schreibt mal rein. Und noch ein Upgrade. Die Lichtmütze. Totale Endstufenprogramm heute, Männer. Das wird super geil. Nicht nur geil, sondern super geil. Die Rinne wäscht. Bewölkt heute, windig. Ich hoffe, es geht vom Ton. Ich werde mal die Hintergrundmusik mal switchen, damit wir hier auch ein bisschen Abwechslung haben. Und zwar, boah, zack. Ich hoffe, es gefällt euch die Mucke. Schreibt mal rein. So, wir wollen vorankommen. Deswegen noch ein Löffel. Oh. Die Rinne arbeitet. Ich hoffe, ihr seht's. Wie gefällt euch die neue Technik? Seid ihr zufrieden mit dem Bild? Schreibt mal rein. Ich mache hier auch noch mal ein bisschen mehr Licht an. Ja, sämtliche Lichtpower nutzen, die wir haben. Ach so. Ja, nicht klar. Verstehe. Zu viel Strom. Jetzt switchen wir mal. Auch mit den Netzteilen, Handynetzteile. Jetzt habe ich hier 3, 4 verschiedene Handynetzteile, damit wir hier alles unter Strom halten, Männer. Damit ihr live dabei seid und natürlich immer was seht. Aber das ist ein Aufwand, sage ich euch. Ein Gefummel. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. So. Wir können dann auch mal den Halogen-Scheinwerfer da drüben einhängen. Da sind wir heute flexibel. Deswegen habe ich die Stromleitungen alle erstmal in Ruhe auf. Oh. So.
Ich hoffe, ihr seht, wie die Rinne arbeitet. Von hier aus sieht es sehr gut aus. Ich gehe gleich nochmal mit dem Pinsel durch. So, weiter geht's. Pinsel-Action. Und zwar, hopp. Die Rinne spült sich schön frei. Ist auch ganz gut, dass wir jetzt nur eine Rinne erstmal laufen haben. So. Probieren wir das Licht noch zusätzlich. Okay. Hättet ihr gedacht, dass man mit so einer Eigenbaurinne Gold auffängt? Schreibt mal rein. Wie findet ihr das? Würdet ihr lieber eine Rinne kaufen oder eine selber bauen? Schreibt mal rein. So, der nächste Level, das nächste Gold. Und Action. Fire in the hole. So. Hinsetzen. Und jetzt spülen wir nochmal diesen Sand auch nochmal aus. Und hier ist der vorher gesiebte 120 Mikron drin. Der kommt dann in die andere Rinne. Steckdose weg. Und nochmal. Bild mal schön shaken. Glasspüler nicht vergessen, ganz wichtig. Deshalb ist das Wasser heute auch nicht so trüb, weil wir diesen ganz feinen, alles was unter 120 Mikron ist, natürlich raus sieben an Feingold, an Mikrogold. So haben wir natürlich maximalen Ertrag, den wir hier auch brauchen. Wir machen das ja nicht aus Langeweile, sondern weil es glitzern soll am Ende des Tages in der Pfanne. So, die Live-Siebung. 12 Stunden Goldwaschmarathon heute. Es wird spaßig. Die erste Stunde ist fast vorbei. So, sieht hier richtig gut aus langsam. Muss man auch immer schauen, dass man nicht zu viel Material im Sieb hat. Umso mehr Material, umso schwerer lässt sich das dann natürlich auch auswaschen. So, mal richtig stuken. Dass sich das Gold richtig schön rauslöst. So. Da werdet ihr mal gleich sehen, was da noch rauskommt. Man denkt es ja nicht, weil es so mikrofein ist. Aber genau das ist der Schlüssel vom Berlin Bedrock Code. Da wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir waschen nicht, wir analysieren. Und nochmal richtig schön. Wenn man hier beim 7 sich nicht genug Mühe gibt, dann macht das eigentlich auch fast ja keinen Sinn. Der wichtigste Part. So. Jetzt ist natürlich hier das 120 plus Material.
Nochmal feiner gewaschen. Nochmal mehr gesiebt. Das zeige ich euch jetzt natürlich, dass ihr mal seht, was das bringt. Oh, der Wecker klingelt. Der kann aus. Schaut mal hier. Ich hoffe, ihr seht es, ja, wa? German Micro Gold Mining. 120 Mikron Siebung. 120 Mikron. So, jetzt mit dem Löffel. Ein schönes Stück. Nicht zu viel. Eher so. Machen jetzt halbe Teelöffel. Esslöffel, Entschuldigung. Ist jetzt nicht schön, wie die Rinne arbeitet. So, den sichern wir uns jetzt in der Schale, in der wir vorhin die Sniffer-Bottle ausgesprüht haben. Den sichern wir hier. So. Und so. Dann immer schön die Hände abtrocknen. Gerade mit dem Geschirrspüler müsst ihr aufpassen, der macht die Hände trocken. Der Klarspüler meine ich. Und jetzt saugen wir den Rest live ein. Oh. Camera activated. 117 Baker 11 Nahaufnahme startet. Kamera ist aktiviert. Und Action. Wo wollten wir hin? Da hinten, das Gold wollen wir nehmen. Kommt der Fokus? Den legen wir hier oben mit drin. Zack. Aussprühen am Rand, damit ihr das Material da unten nicht vermischt. Und Action. Schön einsaugen. Silber glitzert ist Goldbetter. Gehen wir noch näher ran. Hier mal die Lampe. So, wer bis zum 4.5. coolen Kommentar reinschreibt, gewinnt Gold aus diesem Video. Umdrehen, shaken. Alles, was wir hier in der Sniffer-Bottle sammeln, an 120 Mikron Material, könnt ihr gewinnen. Schreibt einen coolen Comment, der Comment mit den meisten Likes bekommt das Gold. Ist das nicht herrlich? Wo kann man heutzutage noch Gold gewinnen? So, leicht verstopft wieder. Dann ranspülen und aufsaugen. Da seht ihr mal, dass die zweite Tappung nochmal richtig viel Gold zum Vorschein gebracht hat. Und das ist doch das Schöne. Ich hoffe, ihr seht alles. Das ist Action. Live. Goldwaschen. Im Fernsehen sage ich schon. Im Internet. So. Kratzen. Dann merkt man, wenn die Flasche wieder unter Druck zieht, dass es wieder frei ist. Der ist natürlich super fein, die Öffnung, weil wir auch super feines Gold damit aufsaugen wollen. Wäre die Öffnung jetzt größer, würden wir natürlich die ganzen anderen Mist wieder mit einsaugen. Was da auch schon drin ist. Den verstopft die leicht. Ich muss nochmal durchtappen. Jetzt war zu viel Bewegung in der Pfanne. Also kein Problem. Wir haben ja Zeit.
So, weiter geht's. Jo. Baker 11 Gold in Sicht. Und zwar in diesem Bereich hier. Das Schütteln ist so wichtig, damit ihr natürlich das aufgesaugte Material nicht wieder rausspült. Aber das zeige ich euch dann nochmal ganz genau. Später nochmal auf dem Blue Table. So, weiter geht's. Wir bleiben am Ball. Hier wird heute Gold gewaschen. 12 Stunden Marathon. Hier ist die pure Action. Hier geht's heute richtig ab. Nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Kann ich euch einfach nur sagen, Männer. Ist wie es ist. Hier ist Action in Bewegung. Wir lassen die Kamera laufen, dass ihr die Pfanne im Blick habt. Ich probiere mal ein bisschen den Schaum noch wegzuspülen. Wieder über die Riffel. Wasser hier. Oh, super. Nochmal tappen. Und so, da haben wir noch ein größeres Stück, Männer. Genau am Rand. Dieses Schwarze hier. Guckt euch das mal an, wie sich das bewegt. Da seht ihr den Unterschied. Die Steine tanzen und das schwarze Stück bleibt liegen. Geil. Gold im Blick. Aufpassen, dass es keiner klaut. Wenn hier einer kommt, müsst ihr mir Bescheid sagen. So, und im Sniffer Battle. So, jeder weiß, was wir hier machen. $120 Micron Gold. We are losing. Woo. Okay. Ah. Noch ein Löffel in die Pfanne. In die Rinne meine ich natürlich. So. Dann schauen wir uns jetzt mal die Blue Ball an. Und werden nebenbei ein Glas aus dem vorherigen Videos weiter waschen. So. Rücken ist eingerenkt. Die Blue Ball ist hier. Und Strom ist hier. Zack. Zack. Und die Feuers. Achso. Da sind noch die anderen Eimer drunter. Machen wir noch mal Wasser aus. Ganz in Ruhe. Ja, Zeit. Noch immer darauf achten, dass der Wasserstrahl, falls er sich löst, nicht Richtung Technik spült. Und dann kann die Party auch schon losgehen. So, die Blue Ball läuft. Und ist ready für das 120 Mikron Material. Hier kippen wir vorsichtig ab. Da seht ihr mal, weil wir
noch rausgeholt haben. An Material. Das sieht sehr gut aus. Super fein. Genau richtig für die Blue Ball. Dann lassen wir heute erstmal nur eine Rinne laufen und die Blue Ball, damit hier nicht so viel Action ist. Genau. So. Stecken wir die Blue Ball damit rein? Ne, dann wird's wieder. Ne. Die Blue Ball bleibt hier. Den Löffel spülen wir hier natürlich in der Rinne ab, falls da noch was dran klebt. Der Löffel ist sauber und wird jetzt für dieses Material genommen. Und zum Befüllen die Blue Ball immer ausmachen. Letztes Mal haben wir auch im Running Mode die voll bestückt, weil wir Action haben wollten. Heute haben wir Zeit und bestücken die Blue Ball ganz in Ruhe. Da ist meine Grenze immer so 2 Esslöffel. Feuerzeit. So. Der Regler, auch im letzten Video, Regler erstmal auf relativ Minimum und wir arbeiten uns langsam hoch. Ganz easy. Genau. So, da richte ich euch auch noch mal Spezialblick ein. Kümmern wir uns gleich mal um den Paydirt hier. Hui, dann geht's weiter. Und zwar richte ich euch jetzt den optimalen Blue Ball Blick ein, damit ihr genau mitverfolgen könnt, was hier abgeht. Kurz optimieren. Der Wasser. Ja, super. Und so. Sag Tschüss zu der Pfanne. Jetzt kommt die Blue Ball Action. Direkt von der Front. Aber der Autofokus kommt gleich. Die Blue Ball arbeitet, die Rinne arbeitet. Wir sind hier in Action, Männer. Gold, waschen live, 12 Stunden. Heute wird's knackig. So. Die Videoqualität ist auf jeden Fall besser wie letzte Mal, denke ich. Internet, naja, noch schlecht. Schauen wir mal. Welcome. Blue Ball arbeitet vor sich hin. Ihr habt sie genau im Blick.
Die Technikzentrale beißt. Die Clean-Out Station läuft. Das Lab-Labor zieht den um. So, bisschen frisch heute hier. Aber davon lassen wir uns ja nicht unterkriegen. So. Wir pinseln nochmal durch. Aber das immer so ein bisschen lockern. Manchmal setzt sich das auch so fest, je nachdem wie viel Lehm im Material ist. Und die wird jetzt auch nochmal gefüttert. Muss man das Material nicht vertauschen? Lugo läuft. Den wieder abspülen. Genau. Wieder hier rein. Wir erhöhen mal das Tempo von der Blue Bone. Ganz minimal. In Schritten hocharbeiten. Jetzt sieht es schon viel rasanter. Ich hoffe, das Bild ist gut. Jetzt geht's. Live in Action. Das läuft. Sehr schön. So. Ändern mal die Musik. Weiter geht's. So. Ostern hat sich auch einige
Leute auch sehen, dass es gleich weitergeht. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa.
Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn, Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn, Gold. So, Schön was fürs Sofa. da bin ich wieder Schön was mit fürs frischem Sofa. Kaffee. Survival, Wobei, der geht's mir nicht. Wir sind wieder auf Sendung. Der Kaffee ist warm und schmeckt. Die Blue Bowl läuft. Hat sich die Geschwindigkeitserhöhung gelohnt? Die halten wir jetzt mal an. Machen nochmal 2 Esslöffel rein. Danach werden wir die aufmalen, auswaschen. Damit wir das nächste Gold sehen, Männer. So. Anhalten. Löffel ausspülen, abspülen. Und Regeln. Halt mal unter die andere Kamera. Telefon nochmal sehen. Wie schön es aussieht.
Hier was zu schauen habt, wenn ich den Miller Table holt. Wer ein Stück Gold sieht, schreibt einen Comment und kann somit auch noch Gold. So, Material für den Miller Table ist da und auch noch eine weitere Waschpfanne, damit wir in der einen Pfanne minus 120 Mikron haben und in der anderen Pfanne plus. Das sind ganz einfache Schneidematten. Da linke ich euch schon nochmal hier ein Video ein. Special Video, nur DIY Miller Table Cut. Wir schauen uns mal diese Matten an, damit ihr das System versteht. Die blaue lasse ich jetzt. Die wir live im Stream gemacht haben. Da ist jetzt noch der kleine schwarze ist noch drin, wie ihr seht. Also ist das Gold. So, die grüne Matte kommt auch weg. Und jetzt zeige ich euch die Unterkonstruktion. Eine ganz klassische Kabeltrasse geschlossen. Die wird dann hier
Oh, ist mir zu teuer. Brauche ich lieber selber. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann klappt das auch. So ist der Rest. Den werden wir behalten für die 10er Rinne. Jetzt auch nochmal ein Special Cut. Klinge einfahren. Safety first. Umdrehen. Und hoffentlich passt er. Okay. Ein Mühe zu lang. Schneiden wir nochmal ab. Kein Problem. Klinge. Gucken wir mal genau. Okay. Dort. Markiert. Das Schöne ist, hier sind hinten Karos drauf. Kann man schön gerade zuschneiden. Ansonsten müsste man das natürlich sich markieren. So, mal kurz konzentrieren hier mit dem Messer in der Hand. So. Okay, hier nochmal ein Cut. Zack. Und ab ist der Streifen, Klinge einfahren und probieren. Top, perfekt. Jetzt euch mal in die Kamera, dass ihr das seht. Hier kommt der Kanister hin, da ist nicht schlimm, dass da das Teil nicht passt. Und zwar der Kanister von der Flussrinne. Das ist ein klassischer 5 Liter destilliertes System kommt auch mal weg. Et voilà. Da braucht man auch sämtliche Winkel, Kanten und.
Die Blue Ball kann wieder ackern. Kriegt gleich nochmal ein. Ne, wir wollten ja gleich mal den Washout machen. Dann würde ich sagen, lassen wir die Blue Ball noch bis 10:15 Uhr laufen. Hello around the world. Thanks for watching. I hope you enjoy. We do German micro gold mining. Here we have the sluice. 120 micron meshing. Blue Ball is running with 120 micron minus material. DIY Blue Ball. And here's the DIY Miller table. We start. So, nochmal auf Deutsch, die Feinwaschrinne. Die Siebung 120 Mikron. Hier ist die minus 120 Mikron Siebung. Die lassen wir heute in der Blue Ball laufen. In der Feinwaschrinne läuft das plus 120 Mikron Material. Und hier haben wir auch schon das erste Gold in der Pfanne. Müsst ihr mal zurückspulen oder euch den Cut am Wochenende anschauen. War da dieses schwarze Gold. Seht ihr es? Wir haben die Kameras aufgerüstet. Wir haben mehr Licht, wir haben mehr Action, wir haben mehr Gold. Leute, der beste Kommentar bis zum 5.4. unter den Kanal hämmert, egal welches Video, wird live ausgewertet im Livestream, wer das ganze Gold aus diesem Video gewinnt. Bleibt dran. Hier wird's goldig. So, die Pfanne kommt wieder weg, bevor sie runterfällt. Hier schauen wir uns in den Chat rein. Schönen Dank fürs Einschalten, Leute. Herzlich willkommen. 12 Stunden Goldmarathon. Wir rasten hier heute richtig aus. Die Blue Ball läuft, die Feinwaschrinne läuft. Wir haben neu im Programm den DIY Miller Table. Es wird spaßig. Das letzte Mal diesen Sommer aus dem Gewächshaus. Wir bauen die ganze Technik dann ab. Wir schalten um. Wir bauen das Labor in den Dachboden ein mit noch mehr Licht, damit das Gewächshaus frei ist für die Gartensaison. So, wir füttern mal die Rinne nochmal. Nee, erstmal pinseln wir eben mal durch. Wo haben wir den Pinsel versteckt? Hier,
So, schön durchpinseln, damit der Sand, der eigentlich in die Rinne hört, sich auch weiterspült. Erstmal noch ein Kaffee. Holt euch auch einen Kaffee, Männer. Bin gleich wieder da. Schreibt mal kurz die Werbung zwischen, dass die anderen Leute auch Bescheid wissen. Schön was für Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Weiter geht's. Schön was für Sofa. We are sluicing today.
Hopp, voilà. World. Dann schauen wir jetzt mal live in die Klickzahlen rein, dass wir mal wissen, wie groß ist denn die weltweite Gold-Community. Die Maschinen laufen, das Gold wäscht von alleine. Und ich erkläre euch mal ein bisschen was über den Kanal, warum es den Kanal gibt und so weiter. Der Plan war eigentlich, ein paar Goldwasch-Videos zu machen. Dann kamen immer mehr Klicks und somit habe ich auch immer mehr Bock bekommen zum Goldwaschen. Und genau, so geht's los. Von Video zu Video wird die Qualität besser, die Technik wird besser, die Kameras werden besser, mehr Gold. Jetzt geht die Saison los. Wir gehen natürlich auch an die Außenspots ran. Jetzt zu Ostern gehen wir auch nochmal live direkt von der Front. Mit der Feinwaschrinne, mit der Blue Bowl, den Shaker Table nehmen wir wahrscheinlich mit. Das wird spannend. Wir müssen gucken, was wir alles ins Auto kriegen, weil wir brauchen auch noch ein paar Getränke und Verpflegung. So, ich wollte vom Kanal berichten. Wir berichten jetzt vom Kanal. Und zwar hat mich sehr freut. Wir haben Zuschauer, fleißige Zuschauer. Grüße an die Schweiz, Grüße nach Österreich, Grüße nach Polen, Grüße nach Tschechien, Grüße nach den Niederlanden, Grüße nach Usbekistan, Grüße nach den Philippinen, Grüße aus Vietnam, Grüße nach Japan, natürlich auch United States of America. Yes, we can. Yes, we sluice. Power sluicing, micro gold mining, 120 mesh. Micron. Sluice gold and not make war. So, weiter geht's im Kanal. Inhalte, genau, worauf ich hinaus wollte. Und zwar schaue ich mal jetzt genau, wie viele Klicks wir haben seit dem ersten Video. Und zwar aktuell 60.208 Aufrufe von meinem Kanal. Danke dafür. Das gibt mir die Kraft weiterzumachen. Das macht auch Bock. Ihr stellt Fragen, Kommentare. Die Abonnentenzahl steigt. Das freut mich sehr. Macht mir Spaß, dass der Kanal euch gefällt. Und trotz der schlechten Internetverbindung gehen wir heute live. Wir sluicen hier, was das Zeug hält. Genau. So, noch ein paar Infos. Was schauen wir genau? Jetzt geht es nochmal. Regionen. 80% der Zuschauer kommen aus Deutschland. Freut mich sehr. 3% Österreich. 2% Schweiz. Und der Rest verteilt sich auf der ganzen Welt. Da muss ich mal in die Analytics vom Rechner schauen. Da seht ihr genauer. So. Ist auch krass, was YouTube hier einen alles anzeigt. Das ist der Hammer. So, jetzt grüßen wir nochmal. Deutschland, vielen Dank. 23.596 Aufrufe. Danke, danke. Österreich, 1151 Aufrufe. Danke, danke. Schweiz, 690 Aufrufe. Danke, danke. Usbekistan, 302. Privet, Usbekistan, thank you for watching. Vereinigte Staaten 235. Thank you America. United States, we are sluicing microgold, German microgold mining. Indonesien, 46 Klicks aus Indonesien. Thank you Indonesia. Türkei, 30 Klicks aus der Türkei.
Thank you Turkey for clicking my channel. Und der Oberknaller Philippinen. 27 Klicks aus den Philippinen. Thank you Philippinen for watching my channel. So, die restlichen Zahlen versplitten sich auf den Rest der Welt. Indien, Ägypten, Russland, England. Thank you for watching my channel. We are sluicing gold and I hope you enjoy it. So, jetzt wird die Rinne gefüttert. Action Jackson ist am Start. So, und Action! Fire in the hole! So, das Netz wird leerer. Wir füllen auch gleich nochmal nach und werden dann nochmal sieben. Wenn wir das durchgesiebt haben, dann waschen wir die Blue Bowl, die erste Pfanne mal aus und nehmen uns dann ganz in Ruhe mal den Miller Table vor. Den werde ich hier nämlich nochmal umbauen, dass der komplett im Wasser steht. Das gefällt mir hier alles noch nicht so. Aber das ist das Schöne beim Ausprobieren. Da geht's halt einfach los. Und die Praxis erledigt den Rest. Learning by doing. Feeding by sluicing. Die Rinne ackert. So, genau. Das. Jetzt trinken wir noch mal einen Schluck Kaffee. Wenn ihr noch ein paar Informationen haben wollt über den Kanal oder irgendwas, schreibt rein. Lasst ein Like da, einen Kommentar da. Würde mich freuen. Genau. Moin, moin. So, noch ein Zigarettchen. Dann ist die Blue Bowl dran. Ich sehe gerade, die steht leicht schräg. Jo. Die Rinne steht im Winkel von 5 Grad. Die Rinne wird mit einer 700 Liter Pumpe betrieben, über 230 Volt. Beim Ostereinsatz werden wir einen Stromkonverter mitnehmen, eine 110 Ampere Stunden Autobatterie plus Solarpaneele. Die Blue Bowl wird autark laufen, die Feinwaschrinne wird autark laufen. Aber das zeigt euch dann alles, wenn wir Ostern am Wasser sind. Der erste Feldeinsatz dieses Jahr wird spannend. Deutsches Mikrogold. Wir holen es raus. So. Das. Okay. Da werden wir auch gleich nochmal den Koffer uns anschauen. Wir lassen die Blue Bowl noch mal ein bisschen laufen. Ich erkläre euch nochmal den Koffer und hole nochmal die ganzen Sachen raus, die da drin so versteckt sind. So, hier kratzen wir aus. Den Koffer machen wir später. Wir bleiben beim System und waschen. Sluicing. So, den Schlauch nehmen wir mal hier raus. Die Pfanne auch. Schaufel meine ich natürlich. Oh. Da seht ihr auch noch mal. Zeig lieber in der Kamera. Wie fein dieses Material ist. Der absolute Mega-Burner. Und wie es glänzt. Ich hoffe, ihr seht es.
Lass die mal hier so kurz liegen. Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr Gold entdeckt. Und schreibt mal rein, wo Gold in der Schaufel zu sehen ist. Die nächste Schaufel in die Siebung. Den Löffel nehmen wir natürlich vorher raus. Den sichern wir hier auf den Tisch. Zack. Nicht zu viel, die Schaufel reicht, damit wir das Netz auch nicht zu doll belasten. So, den zumachen. Hier kommt wieder Wasser rein. Und weiter geht's. Mikrogold Mini Mining. Hier wird ihr waschen und analysiert. Deutsches Mikrogold. So, packen wir mal so hin. Und die Pfanne wieder aus dem Weg, damit die nicht umfällt. Jetzt sagt der Kanal, die Zuschauer, thanks for watching. Schön, dass ihr da seid, ich freue mich. Ich hoffe, das Kamerabild gefällt euch. Wir machen hier richtig Action. Das Internet ist immer noch lahm. Mann, ey. Da seht ihr nochmal, dass sich das Doppeltappen auch lohnt. Da in der Ecke. Saugen wir jetzt nochmal den letzten Rest weg. So, Unterdruck erzeugen. Natürlich immer schräg halten, so dass man dann halt kein Material rausspült. Durch das Schütteln ist jetzt ein bisschen Schaum gekommen, aber es hindert uns nicht, das Gold aufzusaugen. Umdrehen, schütteln. Und weiter geht's. Manicam ist doppelt, Mann. Dann nehmen wir die raus hier oder was? Schon wieder. Error. Weiß jemand, warum die Manicam hier stoppt? Könnt ihr mal reinschreiben, falls ihr Infos habt. So, der Kanal ist leer. Zeige ich euch nochmal. Mann, ist die Qual. Und aufsaugen. Der sogenannte Goldstaubsauger. Da gibt es ja auch noch mal eine Einweisung, richtig Sniffer-Barrel. Wir haben ja noch den roten Gummisaugball, den nehmen wir für die groben Sachen. Aber mit der Sniffer-Barrel hier können wir ab 120 Mikronen und feiner aufsaugen. Aber das seht ihr nachher alles schön. Wir haben uns heute die Zeit genommen, damit wir das von A bis Z einmal komplett durchwaschen, dass ihr komplett live dabei seid, was hier los ist, wie viel Gold ist hier drin. Ihr seid direkt am Ball. So, hier ist das andere Zeug. Da habt ihr wieder das schwarze Körnchen, nicht aus dem Blick verlieren. So, damit wir die Pfanne hier sichern, nehmen wir jetzt den roten Gummiball und sichern den mit in dem 120 Mikron Eimer.
damit wir jetzt die Blue Ball auswaschen können. Auch immer schön sichern. Ist so das Schöne, wenn man in dem Winter nicht losziehen kann, weil es zu kalt ist, kann man sich schön nochmal seine Konzentrate vornehmen und die einfach nochmal durchwaschen. Und erstaunlicherweise findet man da immer wieder neues Gold. So. Die Blue Ball geht aus. Technik kommt weg. Zack. Schlauch kommt ab. Abkippeln. Restmaterial aus der Blue Ball. Gibt es auch ein Video, aber ohne zu sprechen. Ich zeige euch auch, wie man die Blue Ball reinigt. Das machen wir jetzt hier auch nochmal. Wasser. Rüber. So. Nehme ich. All in the pan. Und das saugen wir jetzt auch weg. So. Ausspülen. Man kann auch einen Trick 17 machen. Man schraubt die Flasche hier oben auf und drückt die Luft raus, aber spitze. Immer über der Dings zuschrauben und einsaugen. So sichern wir das Mikrogold, Männer. Wenn die Blue Ball schon so feines Gold auffängt, dann sind wir genau richtig. Mit der Geschwindigkeit, mit dem Aufsaugen und. Schaut euch an, die Zwischenbeute. Wird langsam immer mehr. Herrlich ist es. Herrlich. Oh, okay. Deshalb werden wir jetzt die Blue Ball noch weiter füttern. Wir haben Zeit. Es ist jetzt 10:50 Uhr. Die ersten 3 Stunden sind angeknackt. Die Siebung haben wir jetzt erklärt. Das ist, denke ich, soweit klar. Die Rinne läuft. Die Blue Ball feuern wir jetzt nochmal an. Nochmal eine Stunde lassen wir die jetzt laufen, dass wir auch mal ein Timing haben. Jetzt ist 10:50 Uhr. Die lassen wir jetzt für 1 Stunde laufen. Direkt. Ich stelle mal einen Wecker. Und machen jetzt 3 Esslöffel rein, damit wir auch mal wissen, wie viel Material die Blue Ball pro Stunde verarbeitet. So, Wecker stellen. 11:50 Uhr. Wecker ist gestellt. Und weiter geht's. Die Blue Ball ausrichten. Wasserzulauf befestigen. Eigentlich auch ganz einfach mit ein paar Kabelbindern und so weiter. Es geht alles. Man muss nur wollen. So. Da könnt ihr euch aber nochmal die anderen Videos reinziehen. Da ist das wohl nochmal erklärt. Im Rambo Cut. Oh. So, erstmal Wasser rein. Dann, wie gesagt, 3 Esslöffel. Den roten Balken. Laufballen. Den legen wir mal hier hin. Geil. Und das aus 2 Esslöffeln. Das Gold in der Pfanne ist aus 2 Esslöffeln gewesen. So. Den Löffel spülen wir wieder ab.
in der Rinne. Vorher kriegt die nochmal einen Satz auf die Ohren. Zack. Nicht zu viel. Zack. So. Das Wasser kippen wir ab. Zwar hier rein. Die Geschirrspüler ist drin. Ganz wichtig. Hier nochmal das Material für die Blue Bowl. Und hier schöne Schoko-Eiscreme mit Gold. So, die Blue Bowl ist gefüllt. Wir ziehen den Stecker raus. Die Blue Bowl immer beladen. Über Manicam. Falls da jemand eine Lösung hat, schreibt mal rein. So, die Mucke wird auch mal geändert. Jetzt ist nämlich Action langsam angesagt. Hoffe, es gefällt euch. Wir haben die ersten 3 Stunden Livestream hinter uns. Es macht Bock. Die Zuschauer steigen. Vielen Dank für das Einschalten. Hello around the world. We are do micro gold mining. We are losing. Die Feinwaschrinne läuft. Die Blue Bowl läuft. Mit 120 Mikron. Siebung. In der Feinwaschrinne sieben wir das Material, was über 120 Mikron ist, und waschen das. Da werden wir jetzt auch nochmal mit dem Pinsel nacharbeiten. Der Winkel von der Rinne ist 5 Grad, etwas flacher als normal, damit wir hier auch nicht freispülen oder wegspülen. In der Ruhe liegt die Kraft. Und wer keine Geduld hat beim Goldwaschen, der wird sehr viel Gold verlieren. So sieht's aus, Klaus. Die Rinne ganz vorsichtig mit einem handelsüblichen Backpinsel aus der Küchenabteilung. Einfach mal die Rillen freilegen. Gold, was drin ist und vielleicht in Bewegung kommt, wer hier Angst hat. Da passiert nichts. So. Das. Die Blue Bowl läuft eine Stunde, der Wecker ist gestellt. Mein T-Shirt rutscht schon wieder raus. So ein bisschen frisch hier heute. Oh. Oh. Wie sieht's aus hier, Klaus? Ja. So, wir stellen mal kurz noch ein paar Feintuning-Einstellungen ein. Und dann geht es hier auch gleich weiter. Schaut. Mal die Shorts noch auf den Stream leiten, dass wir hier noch ein paar Zuschauer bekommen, Leute. Wir machen heute hier richtig Action. Wir machen heute hier richtig Action. Heute geht's ab. Seid dabei, live Goldwaschen in Deutschland. Aus der Hauptstadt, Mikro Gold Mining, 120 Mikron. Hier geht's ab heute, Leute. Ich werd verrückt. Gold Rush in Germany. So. Weiter geht's. Gold im Detail. Okay. Zack.
Internet scheint jetzt besser zu laufen. Jo, sehr gut, super. Wir kriegen auch noch neue Zuschauer. Hello. Thanks for watching. Danke fürs Einschalten, Leute. Ich freue mich. So, weiter geht's. Die Technik ist optimiert. Der Livestream brennt. Das Gold wäscht. Die Blue Ball lassen wir laufen. Dann füttern wir die Rinne jetzt weiter. Oh, machen wir die Kapuze ein bisschen hoch. Ich werde mir gleich noch mal eine Weste holen zum Anziehen. Wird etwas frisch hier in der Hauptstadt. Der Sommer ist noch nicht da. Aber das Gold glänzt schon in der Pfanne. So. Schön waschen. Die Kamera hält durch. Die Blue Ball läuft. Ich hole mir mal eine Weste, Männer. Ich mach mal kurz ein Päuschen drin. Dass ihr auch Bescheid wisst, dass es gleich weitergeht. Schön was für das Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für das Sofa. Schön was für das Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für das Sofa. Schön was für das Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für das Sofa. Schön was für das Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für das Sofa. Schön was für das Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für das Sofa. Schön was für das Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für das Sofa. Schön was für das Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für das Sofa. Schön was für das Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für das Sofa. Schön was für das Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für das Sofa. Schön was für das Sofa. Schön was für das Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für das Sofa. So, wieder am Start. Jetzt gibt es noch mal ein bisschen Gold vor der Linse. So, okay. Und zwar zeige ich euch jetzt mal meine Bestandsgoldreserven. Die Pfanne kommt weg, wird gesichert. Ich stelle mal mit hier rüber. Hopp. Hopp, hopp. Schöner blauer Untergrund, dass ihr auch was seht. Und dann gucken wir uns jetzt mal in Ruhe. Hier sind die mit Abstand größten Stücken aus der Elbe. Ich hoffe, ihr seht es. Richtige Biester. Völlig unerwartet.
Wir haben das ganze Material auf 1 mm gesiebt. Und dann sind wir die 1 mm Siebung nochmal durchgegangen und haben das zum Glück entdeckt. Jo, hier ist teilweise kleines Gold aus Schweden. Was ist denn jetzt mit der Kamera hier? Mit dem Licht oder was? Ah, okay. Gut. Planänderung. Eben das hier. Richtig schönes Gold, daneben auch das Mikrogold. Herrlich ist das. Ich hoffe, ihr seht's. Jetzt gehen wir mal Glas für Glas durch. Und ganz wieder dieses schwarze Gold. Und ganz feines Mikrogold dabei. Oh. Hat mir irgendein Nerv eingeklemmt im Rücken, deswegen muss ich mich hier immer ab und zu mal bewegen. So, hier ist denn ganz super feine. Ich hoffe, ihr seht es. Mal diese Pünktchen, die glänzen. Dann geht's weiter. Haben wir hier schönes. Hatten wir gerade. Rübergerollt. So, hier ist das aus dem Port-Video. Und zwar ist es auch Elbe Gold. Wenn man es da sieht. Jetzt mittig. Neben dem orangenen Stein. Da glänzt es in der Mitte. 2 Stücken. Ja. Mhm. Da der dritte Stein von rechts ist auch noch. Wenn das Gold so lange eingeschlossen ist, dann liegt ja ein paar Millionen Jahre da unter Wasser, beziehungsweise in der Erde, dann kann das auch mal Dreckansammlungen haben. Ja, jetzt seht ihr es gut, glaube ich. Seht ihr das? German Micro Gold. Reducing, Blue Gold, Feinwaschrinne und eine Menge Spaß und eine Menge Gold. Das Gold hier ist leider nicht zu gewinnen, aber wir verlosen an das beste Kommentar bis zum 5.4. auf dem Kanal, egal unter welches Video, das Gold aus diesem Video hier. So, hier haben wir ganz kleine Partikel, fast gar nicht zu erkennen. Das ist irgendwie sehr, sehr schlecht. Da sieht man nicht so viel. Und das nächste Glas. Sehr, sehr mikrofein, das ist deutsches Mikrogold. Aber sehr viele Steine noch mit drin. Werden wir auch noch mal sauber machen. Richtig. Das war einfach nur so abgefüllt von der Probe. Erstmal gesichert. Genau. So, Kamera aus. Und
immer ganz wichtig, gleich wieder sichern, sonst verliert man das, verlegt man das, weiß man nicht mehr, wo es ist. Das Schlimmste. Ich habe immer mein Gold verloren und das macht man nur einmal. So. Dann geht's weiter. Genau, hier ist der Blue Table Sortiertisch. Machen wir das Video an. Zack. Er hat hier schöne Kanten. Da kommt ganz leicht Wasser rauf und dann werden wir den Pinsel nachher schön sortieren. Aber erstmal geht's hier weiter. Blue Ball, Feinwaschrinne. Wie sieht's aus hier? Die läuft. Stündchen noch. 20 Minuten sind rum. 40 Minuten läuft die noch. Dann spielen wir die Blue Ball auf diesem Blue Table. So, dann machen wir den mal sauber. Und immer schön auffangen. Alles immer doppelt sichern. Doppelt sichern. Ganz wichtig, Leute. Okay. Und dann noch mal ein bisschen bürsten. So, ready? Und sauber. Weiter geht's. Wart ihr schon mal Gold suchen? Geht ihr Gold suchen? Schreibt mal rein. Lasst einen Kommentar. Wenn ihr ganz verrückt seid, auch ein Like. So, die Rinne wird nochmal befüllt. Blätter und sonstige Brennstoffe nehmen wir natürlich raus. Rinne abtrocknen. So. Das ist der Rest hier von der Blue Ball für die Blue Ball. Müssen wir mal absacken. Eine Ecke, dann lässt sich das besser rauslöffeln. Okay. So, was sagt der Chat? Wie läuft's, Männer? Thanks for watching. Super, thank you, hello, thank you for watching. Okay. So. Das. Okay. Dann genießen wir mal kurz die Plätscher und die Ruhe. Ja, wir werden dann der Havel waschen. Ostern. Und mal schauen, was da so drin liegt. Die Rinne ist auch super, die läuft.
Das passt. So. So. Good morning, America. We are sluicing some gold. Micro Gold Mining, Germany. Stay tuned. We have DIY Blue Bowl, DIY sluice, DIY Miller table. It would be nice. Ah, ja. Wir waschen hier, gibt's Action. Micro Gold Mining. 4 Stunden 30 sagt er, okay. 3 Stunden 18. Wir sind 3 Stunden 18 bis jetzt live. Live Mikrogold waschen in Deutschland. Mal schauen, was die Zahlen sagen. Okay. Gut, gut, gut. Okay, wo geht ihr waschen, Leute? Wie sieht's aus? Was wollt ihr sehen in den nächsten Videos? Schreibt mal rein, was euch interessiert. Auf welches Thema sollen wir als nächstes eingehen? Lasst einen Kommentar da oder einen Post. Würde mich freuen. So, okay. Weiter geht's. Hier bin ich in Berlin. Hoffe, ihr versteht mich gut. Der Sound ist gut. Ihr seht auch was. Wir werden mal weiter waschen und die Rille füttern. Oder wie sieht's aus, Männer? Habt ihr Bock? Die Klickzahlen steigen. Für den Mittwoch, viele sind arbeiten. Wir knacken heute das Gold, 120 Mikronen. Wir waschen, was das Zeug hält. Was gibt's bei euch heute zum Mittag? Ich werde mir nachher schnell ein paar Spiegeleier in eine Pfanne jagen, damit wir dann auch weiter waschen können. Ah. So, weiter geht's. Die Sluice wird gefüttert. Okay. Heute mit mehr Ruhe, mehr Technik, mehr Licht, bessere Kamera. Es läuft. So, mal schauen, was die Zahlen sagen. Okay. So schaut's aus. So, wir werden mal das Handy anstöpseln. Der Akku macht nämlich langsam etwas schwach. Und dann geht's auch weiter. So, gut.
So, weiter geht's. Wir füttern die Rinder. Nicht zu viel, immer Step by Step. Genau, und weiter geht's. Hoppa. So, das ist natürlich schlecht. Weiter geht's, weiter geht's. Wie viel Gold habt ihr schon gefunden? Wart ihr schon mal Gold waschen? Schreibt mal rein. Lasst einen Kommentar oder auch ein Like, wenn ihr Bock habt. Wir switchen hier mal noch ein bisschen die Technik. Hopp, hopp. Okay. So, jetzt krieg ich auch langsam Hunger, 11:30. Was gibt's bei euch heute zum Mittag? Schreibt mal rein. Lasst ein Like da. Wir benutzen nochmal den Pinsel. So. Die Spannung steigt, das erste Gold ist gesichert in der Sniffer Bubble. Und ich gehe mal kurz auf Toilette. Wird mal kurz Werbung drin, Männer. Bleibt dran, bis gleich. Schön was für Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival. Schön was für Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Da bin ich wieder, Leute. Hello again. Gut. So. Jetzt gibt's einen Schluck Apfelschorle. Danach eine Zigarette. Und dann geht's weiter. Warum machen wir heute den 12-Stunden-Stream? Damit jeder, wenn er Bock hat und Zeit hat, mal kurz reinseppen kann, die Resultate nachverfolgen kann und. German Micro Gold Mining ist hier heute Tagesordnung. Wir waschen nicht, wir analysieren. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen und der Ton ist gut. Ansonsten schreibt mal rein, falls irgendwas ist. Geht ihr Gold waschen? Wart ihr Gold waschen? Wie gefallen euch die Videos? Lasst einen Kommentar, schreibt was rein. Ich freue mich über jede Nachricht.
So, Gewinnspiel. Gewinnt. Genau. So. Das. Weiter geht's im Text. Schaut euch auch auf meinem Kanal um. Da gibt's Videos, wie findet man den richtigen Goldspot. Wie wäscht man die Pfanne richtig aus. Welche Flüsse in Deutschland führen Gold. Wie erkenne ich einen Gold-Hotspot und. Und wir füttern die Rinder. Let's go! Schön gesiebtes Material, 120 Mikron. Und wir füttern die Rinne. Die steht im 5 Grad Winkel. Extra flacher, damit nicht das Feingold noch mit rausgespült wird. Die nehmen wir auch später auseinander, setzen in die Pfanne rein und waschen aus und zeigen das Gold hier heute live. So. Dann schwenken wir jetzt mal die Kamera Richtung Blue Bowl. So, wie ihr seht, die Blue Bowl. Noch nicht ganz. So besser, glaube ich. Genau. Heute ändern wir mal die Winkel. Dann habt ihr auch mal die Blue Bowl im Blick. Und dann nehmen wir uns die Blue Bowl demnächst gleich mal vor. Wir gehen noch mal nah an die Feinwaschrinne ran mit der anderen Kamera, dass ihr hier ein bisschen Action habt. Und der Wecker ist auch gleich soweit. In 20 Minuten lassen wir die Blue Bowl noch waschen. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an, Männer. So, hier geht's weiter. Schönes Material. Geht in die Rinne. Vorsichtig, zack. Und weiter geht's. Wenn wir die Blue Bowl ausgewaschen haben, dann geht's weiter mit dem DIY Filler Table. Jetzt mal diesen Aufkleber noch entfernen. Hoffen wir mal, dass der Kleber sich nicht negativ auswirkt, aber ich glaube nicht. Den kriegen wir super ab hier. Okay.
Schauen wir uns jetzt noch mal an. Das ist der Befüllkanister. Hier habe ich noch mal die Kanten reingeschnitten, damit von hier oben das Wasser reinkommt und unten gleichmäßig rausfließt. Punkt 1. Hier ist die Schneidematte drin. Die haben wir vorhin zugeschnitten. Ist extra rutschfest, damit das Gold auch kleben bleibt. Wir probieren die erstmal so und dann werden wir schauen, ob wir die nochmal mit der Messingbürste bearbeiten, damit wir die für das Mikrogold vorbereiten. So, die kommt hier rein. Das passt. Die bleibt liegen. Genau. So sieht das aus an der Goldfront. Okay. Nun bin ich schon ganz schön aufgeregt, was in der Blue Ball drin ist. Wie viel Gold schätzt ihr? Was ist da drin? Schreibt mal rein. Lasst ein Like da. Genau. So. Dann schauen wir uns jetzt noch mal die Pfanne an. So, da haben wir hier die großen Goldwaschpfannen. Die schauen wir uns jetzt mal an. Und nehmen dann auch die Gläser auseinander. S-Bahn-Gold, Kohlengold, schauen wir uns das alles an, machen wir jetzt in dieser Pfanne. Nehmen wir die andere Kamera, damit ihr das auch seht. Da ist das Gold. Alles zu gewinnen am 5.4. für das beste Kommentar auf dem ganzen Kanal. White Gold Mining Germany. Machen wir das Ladekabel ab, bevor ich hier das ganze Filmset abreiße. Herrlich. Oder? Was sagt ihr? Ist das nicht schön? Alles Mikrogold. Da hauen wir jetzt auf. Und zwar, guckt mal, wie voll hier der Dings noch ist. Da werden wir jetzt erstmal nochmal richtig schütteln. Und danke. Und schön auch mal so auf den Tisch klopfen. So, da wollen wir hin. Unter Druck. Sauber. Jetzt fängt es hier richtig an zu regnen. Ich hoffe, der Ton ist noch gut und ihr hört mich noch. Wir lassen uns hier aber nicht unterkriegen. Wir waschen heute
bis ans Limit. Da stopft etwas. Ist halt immer das Problem, wenn dann zu große Steine mit drin sind. Aber gut. Kein Problem für uns. Und Daumen. Weiter geht's. Ja, das war natürlich nicht so klug, aber hat alles funktioniert. So, heute. Chill. Sichern. Kamera aus. Ich spüle die Pfanne frei. Ab. Spülen wir jetzt hier mit über die Rinne noch mal mit aus. Das wird auf jeden Fall aufgefangen. Die Rinne ist sauber, Pfanne ist sauber. Ready for some gold. Dann nehmen wir uns jetzt mal hier noch bei mit 120 Mikron. Powder the Oil. Und machen mal eine Vorsiebung. Vortappung, damit wir mal sehen, was hier drin ist, wie viel ist hier drin und. Rüber. So, Wasser. Ist mit der großen Pfanne jetzt ein bisschen schwieriger hier auszuwaschen, aber kriegt man hin. Ich hoffe, ihr versteht mich noch gut, der Sound ist gut. Hier fängt es jetzt an zu regnen. So. Gucken, dass die Riffe auf der richtigen Seite sind. Dass man nicht über die Riffe abspült. Schütteln. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. So, sitzen lassen. 15 bis 20 Sekunden ist optimal. Kamera. Und wir waschen. Ganz leicht überziehen, nur das leichte Material von oben weggespült wird. Oh. Gut, da ist die Pfanne zu groß. Das machen wir mit dem nochmal. Wieder alles zurückspülen. Runter. Wieder von vorne. Schütteln. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Abkippeln und spülen. Ganz leicht. Ganz easy. Und wieder Wasser rein.
Schütteln. Jetzt machen wir mal Lucky Lucky. Ganz vorsichtig. Ja, das sieht gut aus. Jackpot, Männer. Ich aktiviere die Cam. So, zack, zack. Ich hoffe, ihr seht es. So fein. Aber so schön. German Micro Gold Mining. So, und das holen wir jetzt auch mit der Sniffer-Buttle. Aber mit dem Schaum ein bisschen schwierig. Aber das kriegen wir hin. Kein Problem. We are losing. Zuhalten, schütteln, sacken lassen, umdrehen, Unterdruck und aufsaugen. Zuhalten, schütteln und wegstellen. Und jetzt tappen wir da mal die Pfanne durch. Gucken wir uns nochmal an, ob wir wirklich alles auch umgesaugt haben, Männer. Ganz wichtig. Ein paar vereinzelte Körner sind noch dazwischen. Ich gehe mal jetzt live rüber zum Licht. Damit ihr nicht seht, was das Licht für einen Unterschied macht. Bewegt mal die Pfanne ein bisschen. Ja, das saugen wir jetzt auch noch mal weg. Damit hier auch nichts verloren geht. Machen das ja nicht aus Langeweile, sondern weil wir was glitzern sehen wollen. Wir waschen nicht, wir analysieren. Okay. Zuhalten, schütteln. Okay. Immer so rumhalten, damit natürlich das Material runterfällt und nicht mit rausgepustet wird. So. Oh, der Regen nervt mich aber ganz schön, Leute.
5 Minuten bis zur Blue Bowl. Dann machen wir die sauber. Danach mache ich mir erstmal was zu essen. Der Regen ist so laut, ich habe Angst, dass der Sound scheiße wird. Ich höre mal kurz rein. Die Pfanne wird gesichert. Ach Mann, ey. Sorry für den Sound. Ich muss mal kurz hier reinhören. Okay, ist gut, die Rauschunterdrückung. Super. Hätte ich nicht gedacht. Sehr schön, dann ziehen wir durch. So, weiter geht's im Text. Wir lassen uns hier nicht unterkriegen. Ich bin hier aus Pappe. So. Mikro hängt. Mikrogold gesichert. 14:47. In 3 Minuten waschen wir die Blue Bowl aus. Zwar in der Pfanne hier. Den Rest spülen wir auch noch mal über die Rinne mit ab. Da geht es dann noch weitere Siebungsstufen. Wir haben ja jetzt hier 120 Mikron heute auf dem Schirm. Da wird es noch weitere Folgen geben mit 200 Mesh, 400 Mesh. Es wird crazy, Leute. Bleibt dran. So. Okay. Die letzte Minute der Blue Bowl läuft. So, gleich waschen wir die Blue Bowl. Die letzte Minute. Oh, hier regnet es rein in den Gewächshaus. Anscheinend. Okay. Aber ist nicht weiter schlimm. So. Gleich klingelt der Wecker für die Blue Bowl. Schauen wir mal rein. So. Der Wecker der Blue Bowl klingelt. Den können wir jetzt ausmachen. Schauen wir mal weiter in die Technik. Hier läuft alles soweit. Okay. Handy aus der Hand. Die Rinne wird nochmal gefüttert. So. Sichern wir mal die Schüssel.
Dann machen wir gleich mal den Live-Test von dem Miller Table. Da werden wir die Pfanne über dem Table auswaschen und schauen, ob das Gold auch gleich liegen bleibt. Okay, so, 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 abgeben und den Rest in die Pfanne rein. Und Sprühbalken. So, jetzt schauen wir mal. Ruhen lassen. Oh ja. Sehr gut. Holt euch mal mit an die Kamera. So, Kamera aktivieren. Weiter geht's. Refresh. Share your camera. Das sieht schon mal sehr gut aus. Wir gehen noch mal zum Licht. Ich optimiere das mal. So, jetzt schauen wir noch mal richtig rein. Das sieht doch gut aus, oder? Männer. German Micro Gold. Super fein, aber super schön. Sehr gut. Die Pfanne lassen wir hier stehen. Jetzt bauen wir den Miller Table hier drüben auf. Was ist jetzt los hier? Jetzt sind sie auf immer. Ja. Mit Zoom, Leute. So schwer zu filmen. Ich hoffe, ihr seht es. Micro Gold Mining Germany. Sehr schön. Jetzt kommt der Test, ob das auf dem Miller Table auch liegen bleibt. So, jetzt erstmal die Kamera mal kurz ausmachen. Ja. Okay. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Jetzt. So. Für den Miller Table nehmen wir die Lampe. Rüber. Sehr schön. Das dahin. Das dahin. Hier nehmen wir keinen Kaffeeweißer Becher. Da nehmen wir hier heute den Klotz, damit wir den Winkel nicht zu steil haben. Der ist auch flacher.
Das hier. Genau. Sieht gut aus. Der Kanister. Ich da drüben. Okay. Die Pumpe ist da. Dann nehmen wir die hier. Genau. Die können wir nämlich schön runterregeln. Auf Minimum. Und rein mit dir. Gucken, dass wir nicht umreißen. Okay. Schlauch. Hier raus operiert. Alles gut. Nichts passiert. So. Okay. Und fire in the hole. Da fangen wir jetzt auch erstmal an mit so wenig wie möglich Wasser. Dauert ein bisschen, die muss erstmal hochfördern. Die Blue Bowl wird gesichert. Drücken wir mal ein bisschen näher ran mit dem Stuhl. Läuft die? Läuft. Schlauch ist abgegangen. Hände schon mal abtrocknen, bevor ihr an die Steckdosen geht. Und nochmal raus. Wieder rein. Hände trocknen. Empfiehlt sich auch immer beim Goldwaschen am Fluss, am Bach, am See. Immer ein Handtuch bei haben. Gerade bei dem kalten Wetter. Gerade eben lief die Pumpe. Hat das auch? Stimmt nicht. Jetzt Startschwierigkeiten gehabt, der Kumpel. Ja. So. Pumpe läuft. Natürlich viel zu schnell, aber der Miller Table ist im Blick. Sehr schön. Und jetzt schrauben wir den so weit runter, dass wir die minimalste Wassermenge haben. Da bauen wir uns jetzt den Regler von der Blue Bowl ab, machen die Pumpe nochmal aus und setzen den schön mit ein. Genau.
Dann ist es einfacher. Dann brauchen wir nicht immer ins Wasser fassen, um die Pumpe zu regeln. Wenn jetzt natürlich alles passt hier. Hoffentlich. Das sieht gut aus. Ah. Hier. Schön ist nicht. Aber okay. Kabelbinder, die Multifunktionswaffe. Ein hier rum. Hier rum. Und den nächsten nehmen wir, um die beiden zu verbinden. Jetzt machen. Okay. Ich habe nämlich keinen Bock, der Wasserschlauch hier abgeht und wir eine riesen Party haben. So, mit dem 3-Kabelbinder-System kann man den schön nachjustieren. Der ist jetzt fest drauf. Und let it run. Das ist jetzt der nächste Schritt der Goldwaschtechnik. Machen wir kurz mein Pullover in die Hose. Den Bock hier krank zu werden bei dem Wetter. So. Weiter geht's. Jetzt regeln wir erstmal den Wasserfluss. Wir sehen ja, dass er doch relativ hoch ist. Genau so. Viel mehr sollte der auch gar nicht fließen. Nervt nur, dass der so plätschert. Wir drehen ihn auf die andere Seite. Genau. So soll es sein. Jetzt machen wir erstmal einen Test. Die Kamera wird gestartet. Mit dem groben Material, damit ihr mal seht, wie sich der Miller Table verhält. Noch etwas zu viel Wasser. So. Etwas mehr. So sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Wir testen mal.
gefällt mir noch nicht. So ist es immer bei DIY-Sachen. Muss man mal probieren. So, wir nutzen mal da hinten den Fluss. Machen den noch ein bisschen weniger. Genau so. Schöne Fließgeschwindigkeit. Damit auch nicht verloren geht. So, der Löffel wird freigespült. 120 ml Material auf den Eimer und testen. So muss das aussehen. Das Gold und die Schwermineralien bleiben liegen. Ein ganz zarter Wasserfluss. Und dann nehmen wir den roten Pinsel oder den weißen. Seht ihr das besser? Und dann fangen wir an, Material wieder hochzuschieben, damit der feine Sand sich löst und das Gold liegen bleibt. Okay, ihr könnt sehen. Wie sieht die Wasserzufuhr aus? Dann hatte ich euch ja vorhin den Blue Table erklärt. Den nehmen wir uns jetzt auch mal vor. Und hier werden wir jetzt das Material von der Pfanne mal waschen und mit dem Pinsel mal hin und her machen, dass ihr das auch mal seht. Aber erstmal esse ich jetzt was. Ihr behaltet den Miller Table im Blick und in 10 Minuten bin ich wieder da. Oh, ja. Macht euch auch was zu essen. Ich schmeiß kurz die Werbung an. Dann geht's weiter. Schön was für das Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für das Sofa. Schön was für das Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für das Sofa. Schön was für das Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für das Sofa. Schön was für das Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für das Sofa. Schön was für das Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für das Sofa. Schön was für das Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für das Sofa. Schön was für das Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining, S-Bahn Gold. Schön was für das Sofa. Schön was für das Sofa. Survival, Gold, Fishing, Urban Mining,
S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa.
Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was fürs Sofa. Schön was fürs Sofa. Survival Gold. Fishing.
Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. Schön was für Sofa. Survival Gold. Fishing. Urban Mining. S-Bahn Gold. Schön was für Sofa. So Männer, da bin ich wieder. Survival Bei Spiegeleier in der Pfanne gehauen. Urban Mining. Weiter geht's an der Goldwaschfront. Tagchen. Was gibt es bei euch heute zum Mittag? Schreibt mal rein. Schönen Dank. Hello, welcome to the world. We do German Microgold Mining. Kumba hat sich auch jetzt eingepegelt. Sehr gut. So, erstmal was futtern. Mahlzeit, Männer. Lasst es euch schmecken. Hier ist euer Spiegelei. Halb durch, ganz durch, halb roh. Schreibt mal rein. So. Der Müller-Telge hat sich auch schön eingepegelt.
So. Weiter geht's im Programm, Männer. Ja, keine Essenssendung. Wir wollen ja Gold waschen. So, weiter geht's im Programm. So. Ganz schön hardcore hier. 4 Stunden bisher. 4,5. Mal gucken, ob ich die 12 Stunden durchhalte. Oder ob wir einen Cut machen bei 6 Stunden. Und morgen nochmal. Oder übermorgen. Je nachdem. Mal schauen, wie wir lustig sind. So. Abkippen. Und jetzt wieder super feine Gold. Nehmen wir den Esslöffel. Jetzt packen wir das mal hier oben hin. Und lassen mal den Tisch arbeiten. Langfristig wird hier noch ein Loch drin gebohrt, sodass wir dann darunter ein Reagenzglas schrauben können. Und dann wir das Mikrogold immer wieder hochschieben, damit die leichten Teilchen weggehen bzw. weggespült werden. Seht ihr das gut? Ja. Okay. Gehen wir noch mit der anderen Kamera live. Dann haben wir hier Triple Optik, aber erstmal füttern wir noch mal die große drinnen hin, dass wir auch vorankommen. Zack. Löffel abspülen. Und dann geht es hier weiter. So kämpfen wir uns vor. Läuft zwar noch nicht ganz optimal der Männertable, aber es ist ja heute auch, den habe ich gerade vorhin live das erste Mal, dass wir den waschen bzw. betrieben haben. Der Wasserabfluss ist noch zu voll. Muss hier optimiert werden. Das ist nicht ganz so schön. Jetzt noch hin. Problem ist, dass es hier raustropft, somit den Wasserfluss stört. So, ich baue mal die Lampe um, dass wir hier auch richtig was sehen. So, genau. Jetzt
kommt die Kamera. So, jetzt wird die Kamera aktiviert. Hoffe, ihr seht die Kamera. Wo steht das Bild? Nee. Okay, aha, super. Das ist die Kamera. Das ist das System von dem Miller-Table. Das Sand bleibt liegen, leichte Partikel werden noch weiterhin spielen. Der Wasserfluss ist noch nicht optimal. Ihr seht da hinten. Es wird langsam, in der Mitte schneller, hier wieder. Wir müssen mal schauen, wie wir die Sache optimiert kriegen. Wir brauchen nur ganz wenig Wasser, damit das Material auch liegen bleibt. Wie dort. Und dann nehmen wir jetzt nochmal den Pinsel, ziehen uns das wieder hoch. Und wie ihr seht, das, was liegen bleibt, wir müssen auf jeden Fall einen Tischpodest bauen, sodass das auch ein bisschen rückenschonender ist, die ganze Nummer. Aber das ist auch ein DIY-Test hier heute. Da werden wir auch mal eine separate Auffangwanne bauen und dann schauen, was beim Miller-Table verloren geht und was nicht. Wenn ihr Ideen habt zur Optimierung, halt rein, lasst einen Kommentar. Ich schalte die Kamera mal aus. Und fülle nochmal das 120 Mikron Material nach. Der Blechsand haut ab. Ich mach mal die Lupe klar. Auch immer gut beim Goldwaschen eine Lupe zu haben. Hat mein Kumpel gekauft bei Amazon, glaube ich. Seht ihr das vielleicht auch mit der Kamera noch besser? Was da für Bewegung im Spiel ist. Selber erstmal gucken, wie gesagt. Hier liegt schon mal was Verdächtiges. Ich hoffe, ihr seht es. Gold. Oh, kurz mein Rücken. Scheiße. Oh.
Fully. Wie gesagt, das muss alles auf den Tisch hoch. Richtige Arbeitshöhe, das bauen wir um. Da werden wir dann hier die Kamera positionieren von oben runter, genau auf den Tisch. Und dann geht es hier richtig ab, Leute. Aber jetzt mal hier durch die Lupe. DIY Miller Table, Micro Gold Mining Germany. The whole system. And here's the gold. Ja, so sieht es aus. DIY Miller Table, Survival Gold Fishing, Urban Mining, the Berlin Bedrock Code. Von der Blue Gold über den Miller Table, Feinwaschrinne, Lichtpower. Leute, hier knallt heute. Es wird bunt und goldig. So, dann mache ich mal gleich einen Short. Damit ich auch was zum Hochladen habe nachher, Leute. Weil aus dem Livestream lässt sich das immer so schwer rausschneiden und so weiter. Micro Gold Mining Germany, DIY Miller Table, DIY Blue Gold. And gold on the table. Das ist der DIY Miller Table, Gold, Eigenbau. Und einer geht noch. Das ist Gold. DIY Miller Table, Survival Gold Fishing. Bleibt dran. Okay, Leute. Das ist ja geil. Wirklich Gold. Sehr schön. Herrliches Ding. Also heißt es, dass dieses Material von der Rinne sehr hohes Potenzial hat. Und deshalb die Lupe immer schön wegpacken wieder. Und am besten mit Licht oder ausmachen. Dann halten die Batterien auf. Immer Ersatzbatterien bei haben, gerade für die Lupe, Kopflampe und. Ganz wichtig beim Goldwaschen. Okay, Lupe ist verpackt. Was sagen die Zahlen? Moin moin, thanks for watching, hello. Super. So, einziehen. Dann schauen wir jetzt nochmal, was der Miller Table sagt. So, jetzt zack, zack. So, ich merke langsam, ich werde ein bisschen AA im Kopf nach 4 Stunden hier streamen. Also wir machen jetzt hier noch ein paar Minuten. Das ist das nächste Stück. German Micro Gold. Und das ist schön groß. Juhu! So sieht es aus, Leute. Hier wird Gold gewaschen. Ich wollte 12 Stunden streamen, aber ich habe die Schnauze voll. Mein Rücken tut weh. Der Miller Table funktioniert.
mache jetzt mal Feinoptimierung noch, dass wir das richtig hinkriegen. Und dann baue ich das System um. Wir werden da die Kamera hinbauen, werde den Miller Table hier aufbauen. Die Feinwaschrinne werden wir morgen zusammen auswaschen. Die Blue Bowl wird dann nochmal befeuert mit dem 120er Siebmaterial, was in dieser Tuppe jetzt ist. Deswegen haben wir heute auch nur die Rinne da laufen lassen. Dann kommt das morgen in die Blue Bowl. Wir machen diesen 120 μ-Staub. Den ziehen wir uns morgen schön auf den Miller Table rein. Ja? Micro Gold Action German Live müssen wir verschieben wegen Rücken. Aber ihr könntet euch erstmal reinziehen und ich sage vielen Dank für Zuschauen. Thanks for watching. Gold has no borders. Jo, und hier nochmal zum Abschluss. Schöner Klumpen Gold. 1, 2, 3. Männer, schönen Dank. Macht's gut. Ich muss meinen Rücken schonen und dann sehen wir uns.